Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Diese Pisten bei Gstaad sollen am Wochenende eröffnen. Gegen Abend beginnen die Arbeiten auf den Pisten. In einer der Führerkabinen sitzt Arnold Müllener. Seit letztem Jahr planiert er die Pisten mit Hilfe von einem Schneehöhenmesssystem. Wir haben den Bildschirm drinnen, da sehen wir auch die Schneeverschiedenheiten und so quasi Schneehöhen. Jedes Mal, wenn ein Fahrzeug über die Piste fährt, misst es die Schneehöhe, speist die Daten ins System ein. Optimal ist eine Schneedecke von 25 bis 50 Zentimetern. Jetzt haben wir 30 cm hier. Und jetzt unsere Aufgabe ist, dass man den Haufen nehmen und ein bisschen mitnehmen und verteilen. Bei den roten Flecken auf dem Bildschirm hat es zu wenig Schnee, bei den blauen Flecken zu viel. Früher verließen sich die Fahrer auf ihr Bauchgefühl. Dann haben wir mit dem Flug so gut wie möglich gespürt, wie viel das hat. Und dann hat man dann vielleicht einen halben Meter bis 80 cm gehabt. Und dann nehmen wir vielleicht Braun. Das war einmal. Unten im Tal in der Beschneiungszentrale laufen alle Daten zusammen. Die Mitarbeiter wissen, wie viel Schnee wo im Skigebiet liegt und können gezielt mit Kunstschnee nachbessern. Weil der Schnee regelrecht gemanagt wird, braucht es am Ende bis zu 20% weniger Kunstschnee. So konnte der Bergbahnchef Matthias in Albon letztes Jahr auch Geld sparen. Rund 300.000 Franken für Strom, Wasser und Diesel. Viel für die Bahnen, die unter Kostendruck stehen. Es ist aber nicht nur so, dass es um Einsparung geht. Es geht irgendwie um den Grundsatz von der Nachhaltigkeit und vor allem nachher um die ganze Planungssicherheit, dass wir den Gästen auf Weihnachten perfekt präparierte Pisten anbieten können und die Schneesicherheit garantieren können. Trotz der Vorteile. Bei den Fahrern war die Skepsis groß. Nein, ich war sehr negativ und skeptisch gegenüber dem, weil ich gesehen habe, dass ich noch wieder etwas einfach für uns Chauffeure noch ein bisschen besser zu kontrollieren, was sich nicht bewahrheitet hat. Ja. Wir zeigen die Schneehöhenmessung dem WWF. Der Umweltverband kritisiert regelmäßig die Beschneiung. Diese schade der Umwelt. Grundsätzlich ist es sicher zu begrüßen, wenn die künstliche Beschneiung so effizient wie möglich organisiert wird. Das Grundproblem der künstlichen Beschneiung in den Schweizer Alpen, im Schweizer Skigebiet, bleibt aber, dass je länger, je mehr Flächen künstlich beschneit werden und darum der Gesamtenergieverbrauch, der Gesamtwasserverbrauch der Skigebiete zunimmt. In der Tat, ohne Kunstschnee kommt kaum ein Wintersportort mehr aus. Und Studien zeigen, wegen dem Klimawandel dürfte die Schneesaison kürzer werden. Will man den Saisonstart beibehalten, bleibt einmal mehr die künstliche Beschneiung. Ihr sagt, ihr wollt Ressourcen schonen, aber wenn man dereinst viel mehr Schnee produzieren muss, dann bringt es ja gleich unter dem Strich nichts. Das kann sein, aber wenn wir die Mengenausdehnung ohne Effizienzsteigerung machen, sieht die ganze Bilanz noch viel schlechter aus. Der Schnee, ein immer kostbareres Gut. Laut einer 10-vor-10-Umfrage setzen bereits rund 20 Bergbahnen auf die Schneehöhenmessung. 7 führen sie auf diese Saison ein.